Wusstest du, dass viele Leute jeden Tag pendeln, aber die Hälfte die Schilder gar nicht richtig versteht? Sie stehen da, lesen Gleis und denken Bahnsteig. Das sorgt echt für Stress, besonders wenn man umsteigen muss. Ja, total. Und das größte Problem ist oft nicht der Stau oder die Verspätung, sondern das falsche Wort im falschen Moment. Du willst Hilfe, sagst aber das falsche Ding und zack, der Anschluss ist weg. Also, wenn du beim Pendeln klingen willst wie ein Local, bleib jetzt dran. Heute sammeln wir die wichtigsten Wörter, mit Beispielen, kleinen Rollen und ja, mit echten Geschichten. Das wird praktisch, versprochen. Hey und willkommen bei uns. Ich bin Julia, Kaffee ist da, Laune ist gut. Und du, Tim, bist bereit für Haltestellen, Gleise und Co.? Aber klar. Also, unser Thema, Pendeln im Alltag. Wir zeigen, wie du im Bus, in der Bahn oder im Auto einfach sicher sprichst, ohne lange nachzudenken. Bevor wir loslegen, ganz kurz, pendeln heißt, jeden Tag zur Arbeit oder zur Uni hin und zurückfahren. Viele sagen auch einfach ich pendele. Klingt simpel, ist aber voll von kleinen Fallen. Genau. Erstes Wortpaar, Gleis und Bahnsteig. Gleis ist die Nummer der Schiene, also wo der Zug fährt. Der Bahnsteig ist der Platz, wo du wartest. Und die Haltestelle ist für Bus oder Tram. Bei der Bahn heißt es meistens Bahnhof, aber die Stelle, wo du einsteigst, ist eben der Bahnsteig. In der U-Bahn sagen wir oft einfach Station. Noch wichtig, Umstieg und Anschluss. Umstieg ist der Wechsel von einem Verkehrsmittel ins andere. Anschluss ist der nächste Zug oder Bus, den du nach deinem ersten erreichen willst. Und wenn du den Anschluss verpasst, na ja, dann wartest du. Oder du suchst eine andere Verbindung, also eine andere Route. Verbindung ist ein gutes Alltagswort. Okay, lass uns früh ein kleines Rollenspiel machen. Stell dir vor, du bist am Bahnhof, ein bisschen gestresst, und du fragst nach dem Gleis. Wir machen das ganz langsam. Alles klar, ich bin die Reisende. Und du bist der freundliche Mitarbeiter, oder? Ja, ich bin der Mitarbeiter. Los geht's. Entschuldigung, ich suche den Zug nach Köln. Wo finde ich das Gleis? Der Zug nach Köln fährt heute von Gleis 8. Der Bahnsteig ist geradeaus und dann links. Es gibt leider 10 Minuten Verspätung. Ah, danke. Und ey, ich muss in Köln umsteigen. Habe ich genug Zeit für den Anschluss? Wenn der Zug nur 10 Minuten zu spät ist, klappt es. Planen Sie aber 5 Minuten Pufferzeit ein. Die Anzeige am Bahnsteig zeigt Updates. Perfekt, vielen Dank. Und wo ist die Haltestelle für den Bus ins Zentrum? Die Bushaltestelle ist vor dem Bahnhof, rechts neben dem Taxistand. Folgen Sie einfach den Schildern. So, und Stopp. Genau da sind viele wichtige Wörter drin: Gleis, Bahnsteig, Verspätung, Umstieg, Anschluss, Pufferzeit, Bushaltestelle. Das sind echte Lebensretter im Pendelalltag. Ja, und Pufferzeit ist super nützlich. Das ist extra Zeit, damit du nicht rennst oder den Anschluss verlierst. 5 bis 10 Minuten helfen oft schon sehr. Lass uns kurz über Tickets sprechen. Viele kaufen eine Monatskarte oder ein Abo, also ein Abonnement. Das ist oft billiger als jeden Tag ein Einzelticket. Stimmt. Und in manchen Städten musst du dein Ticket entwerten. Das heißt, du steckst es in einen kleinen Automaten, den Entwerter, damit ein Datum draufkommt. Und wenn du das vergisst, kann eine Kontrolle kommen. Kontrolle heißt, jemand prüft dein Ticket. Ohne gültiges Ticket ist es Schwarzfahren, und das ist teuer. Jetzt eine echte Geschichte, ganz passend.
Ein Freund ist in eine neue Stadt gezogen und dachte, sein Arbeitsweg ist super kurz. Am Ende saß er jeden Tag fast 2 Stunden im Verkehr, wegen Baustellen und komischen Umleitungen. Oh Mann, ja, das kenne ich. Er hat gesagt, die Route war total verwinkelt und ständig neu. Da hilft wirklich nur, die App checken, also den Fahrplan digital und eine Alternative parat haben. Genau. Wörter dafür: Fahrplan, Umleitung, Stau, Baustelle, alternative Route. Und Feierabendverkehr sagen viele auch, wenn nach der Arbeit alles voll ist. Kurzer Tipp für Locals: Frag andere Leute in der Bahn. Sag einfach, Entschuldigung, hält der Zug an der Haltestelle Südpark, oder ist das der richtige Anschluss nach Mitte? Das ist super normal. Bevor wir gleich eine Mini-Quiz-Runde machen, noch ein Punkt: Autopendeln. Es gibt gerade viele Diskussionen: Elektro oder Diesel. Für den Wortschatz wichtig sind Ladesäule, Reichweite, Tankstelle und Verbrauch. Ja, und Leute streiten sich da echt. Einige sagen, Elektro ist die Zukunft und sauberer. Andere sagen, Diesel hat mehr Reichweite und die Infrastruktur ist schon da. Für uns wichtig, du verstehst die Wörter und kannst ruhig entscheiden. Und Achtung, typischer Fehler: Viele unterschätzen die Reichweite vom E-Auto. Ohne Plan für die Ladesäulen wird die Fahrt stressig. Das nennt man oft Reichweitenangst, also Angst, dass der Akku leer wird. Ich habe eine Story dazu. Eine Freundin wollte eine lange Pendelstrecke testen, hat aber die Ladesäulen schlecht geplant. Am Ende ist sie fast ohne Akku zur Station gerollt, und der Mitarbeiter hat nur gelacht und gesagt, Planung ist alles, oder? Ja, peinlich, aber irgendwie auch lustig. Und daraus kommt unser Tipp: Kenne dein Netzwerk. Beim E-Auto heißt das: Welche App zeigt Ladesäulen? Wo ist Schnellladen? Beim Zug: Welche App zeigt Verspätungen und den nächsten Anschluss? Okay, wir sind etwa in der Mitte. Kleines Quiz, nur 10 Sekunden. Tim, was ist der Unterschied zwischen Gleis und Bahnsteig? Gleis ist die Nummer der Schiene, also wo der Zug fährt. Bahnsteig ist der Platz, wo ich stehe und warte. Easy. Genau. Und Leute, wenn ihr das jetzt wisst, seid ihr schon ein Stück mehr loco. Weiter geht's mit noch mehr praktischen Wörtern und kleinen Situationen. Lass uns über Anschluss sichern sprechen. Ich plane oft eine frühere Verbindung, damit ich beim Umstieg nicht rennen muss. Das ist diese Pufferzeit, die wir eben hatten. Und wenn du doch zu spät bist, sagst du einfach, ich habe den Anschluss verpasst, oder ich nehme die nächste Verbindung. Das klingt ruhig und klar. Feine Sache ist auch Park and Ride. Du fährst mit dem Auto zu einem großen Parkplatz am Stadtrand und nimmst dann die Bahn. Spart Nerven im Zentrum und natürlich Parkgebühren. Ja, und noch ein Tipp aus der Community: Am Anfang lieber mit Öffis testen, bevor du ein Auto kaufst. Viele haben damit Geld gespart und weniger Stress, weil Parkplatzsuche und Wartungskosten wegfallen. Stichwort Kosten: Manche unterschätzen Wartungskosten beim Auto total. Nur weil der Kaufpreis niedrig ist, heißt das nicht, dass Inspektion, Reparatur und Versicherung günstig sind. Das kann echt überraschen. Ich hab mal einen Gebrauchtwagen gesehen, der war billig, aber die Bremsen waren fällig, und die Inspektion stand an. Am Ende war es teurer als gedacht. Da hilft eine kleine Liste mit Fixkosten. Zurück in den Zugalltag. Ein häufiges Schild ist: Zug fällt heute aus. Fällt aus bedeutet, der Zug kommt gar nicht. Dann suchst du eben eine andere Verbindung oder fragst nach einer Alternative. Und manchmal hörst du, der Zug endet hier, das heißt, der Zug fährt nicht bis zum Ziel weiter.
Dann musst du umsteigen, auch wenn du das nicht geplant hast. Kleine zweite Mini-Rolle, diesmal am Telefon mit der Arbeit. Du rufst an, weil du wegen Verspätung später kommst. Ich bin dein Chef, okay? Alles klar, ich bin die Pendlerin. Los geht's. Guten Morgen, hier ist Herr Weber. Julia, wo bleiben Sie? Guten Morgen, Herr Weber. Es tut mir leid, mein Zug hat 20 Minuten Verspätung und ich habe den Anschluss verpasst. Ich bin gegen 9:30 Uhr im Büro. Alles klar, danke für die Info. Bitte schicken Sie mir kurz eine Nachricht, wenn Sie in der U-Bahn sind. Mache ich, danke für Ihr Verständnis. Bis gleich. So klingt das freundlich und klar. Wichtige Wörter: Verspätung, Anschluss verpasst, Info geben, gegen eine Uhrzeit da sein. Das reicht völlig. Lass uns noch ein paar Alltagssätze streuen. Ich stecke im Stau, ich nehme den früheren Zug, ich steige am Hauptbahnhof um, kann ich noch einsteigen? Die sind Gold wert. Und kleine Aussprachehelfer: Viele sagen, ich hol mir noch die Monatskarte. Oder einfach Abo. Im Alltag hört man auch, ich habe ein Jobticket. Das ist ein Ticket über den Arbeitgeber. Manchmal ist es laut am Bahnsteig. Da hilft ein kurzer Satz mit Handzeichen, Entschuldigung, welches Gleis, oder fährt der nach Süden, kurz, freundlich, fertig. Kleines Thema, aber nützlich: Sitzplatz und Stehplatz. Du kannst sagen, ist hier noch frei? Oder ist der Platz belegt? So klingt man höflich, aber direkt. Und bei der Busfahrt, nächste Haltestelle, oder hält der Bus an der Messe, der Fahrer hört das jeden Tag, keine Sorge. Klar sprechen, dann klappt das. Zurück zur Elektro-Gegendiesel-Diskussion, aber nur kurz, ohne Drama. Für den Alltag brauchst du Wörter wie Ladepause, Schnelllader und Reichweitenanzeige. Beim Diesel eher Verbrauch, Tank, Kraftstoffkosten. Und bitte realistisch planen. Einige dachten, die Reichweite vom E-Auto reicht locker für lange Pendelstrecken. Ohne Ladesäule in der Nähe wird das halt stressig. Das ist kein Weltuntergang, aber Planung spart Nerven. Wenn du gar kein Auto willst, denk an Fahrgemeinschaft. Das ist eine Gruppe, die zusammen fährt und sich die Kosten teilt. Viele sagen auch Mitfahrgelegenheit. Oder du kombinierst Fahrrad bis zur Station, dann die Bahn. Das nennt man oft multimodal, aber sag ruhig einfach, ich wechsle das Verkehrsmittel. Klingt weniger kompliziert. Noch ein Mini-Dialog, diesmal an der Anzeigetafel. Ich frag, du antwortest kurz, okay? Na gut, ich probier's. Entschuldigung, meine Verbindung ist weg. Welche Alternative habe ich? Nehmen Sie die Regionalbahn um 9:05 Uhr, Gleis 7. Sie haben dort einen direkten Anschluss ohne Umstieg. Super, danke. Und wo ist die Haltestelle für den Shuttle? Draußen vor dem Haupteingang, links. Der Shuttle fährt alle 15 Minuten. Siehst du, das sind genau die Infos, die man braucht. Direkt, konkret, mit Uhrzeit, Gleis und Frequenz. So klingst du sicher. Apropos sicher, ein kleiner Trick ist, das Ziel laut zu wiederholen. Also Gleis 7, Regionalbahn um 9:05 Uhr, so merkt man es besser und kann notfalls nachfragen. Und wenn du etwas nicht verstehst, sag einfach, können Sie das bitte wiederholen? Oder langsamer bitte. Das ist höflich und total normal. Noch ein Wort, Umstiegrichtung. Viele Ansagen sagen Umstieg in Richtung Zentrum. Heißt einfach, da findest du Züge oder Busse, die ins Zentrum fahren. Folge der Pfeile mit der Richtung. Für spontane Planänderungen mag ich das Wort Flexticket. Heißt oft,
Du bist nicht fest an eine Zeit gebunden. Aber Achtung, das ist je nach Stadt anders geregelt. Bevor wir Schluss machen, habe ich eine Frage an euch. Welche 2 Wörter habt ihr beim Pendeln am meisten benutzt? Vielleicht Anschluss und Pufferzeit. Oder Gleis und Bahnsteig. Schreibt uns eure Beispiele. Und teilt gern eure Mini-Story. Habt ihr mal eine Verspätung elegant gelöst? Oder eine Umleitung clever genutzt? Eure Tipps helfen sicher anderen. Okay, kurzes Fazit. Wenn du wie ein Loco klingen willst, kenn die Basics. Gleis, Bahnsteig, Haltestelle, Anschluss, Umstieg, Verspätung, Pufferzeit, Entwerter, Kontrolle, Ladesäule, Reichweite. Und sprich ruhig, klar und freundlich. Planen hilft, aber perfekt muss es nicht sein. Mit einer App für den Fahrplan, etwas Pufferzeit und 2, 3 Sätzen auf den Lippen bist du ready. Und hey, Fragen kostet nichts. Wenn dir das gefallen hat, gib uns gern ein Like und abonniere den Kanal. So verpasst du die nächste Folge nicht. Wir haben noch mehr Alltagsthemen mit leichtem Deutsch. Danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und kommt gut an. Egal ob Bus, Bahn oder Auto, ihr schafft das. Bis zum nächsten Mal.